Es ist mal wieder an der Zeit, ein neues Dingeldangel für unser Junk Journal zusammenzuklöppeln. Also klöppeln im übertragenen Sinne. Für dieses Dingeldangel habe ich einige Produkte von BB-Craft verwendet. Wenn ihr wissen wollt, was es mit diesen kleinen Glaskügelchen auf sich hat, bleibt dran. Hallo, mein Name ist Luise Heinzel und das heutige Dingeldangel oder auch Tessel genannt, wird ein bisschen maritim. Wie ihr seht, habe ich mir hier schon mal einige Materialien aus meinem Vorrat zusammengesammelt und nun arrangiere ich die mir auf so einem kleinen Teller, damit ich so ein bisschen einen farblichen Überblick bekommen kann. Diese kleinen Teile hier, dieses Seepferdchen, der Fisch und diese Sonne, diese kleine Eule, sind alle von BB-Craft. Die haben einen Online-Shop mit wirklich richtig interessanten Sachen. Von dort habe ich mir das ausgesucht. Ich habe außerdem auch noch ein paar kaputte Halsketten benutzt. Und diese grünlichen Perlen sind auch von BB-Craft. Ein paar Knöpfe dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und dann habe ich noch diesen wunderbaren Ohrring gefunden. Einst gehörte der, soweit ich weiß, meiner Mutter und nun ist er hier auf meinem Tisch und soll mir als Oberteil und Befestigungsmöglichkeit für dieses Dingeldangel dienen, sodass ich das später an meinem Junk Journal befestigen kann. Ich hatte dann noch diese etwas dickere Kordel in diesem wunderschönen Türkis mit dem Gold, was perfekt zu diesen Seepferdchen und Fischchen da gepasst hat. Die habe ich erstmal einmal in der Mitte geteilt, weil mir die ein bisschen zu dick erschien. Und dann habe ich versucht, eine Art Farbpalette für dieses Dingeldangel herzustellen, indem ich erstmal mir die Materialien, die ich da so hatte, auf den Tisch gelegt habe. Daneben direkt dieses Patina Türkise Charm von Dingeldangel, ist klar, von BB-Craft. Wäre auch ein guter Firmenname, dingeldangel.de. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe erstmal versucht, mir da so einen kleinen Haufen zu machen aus den Materialien, die ich da zur Verfügung hatte. Plötzlich fiel mir diese orange Wolle und diese Wimpernwolle da noch in die Hände, dieses dunkle Lila. Und da ich auch so ein paar lilane Perlen hatte, habe ich gedacht, okay, ich tue das mal da noch mit rein. Und dieses Orange kommt auch wieder in dem oberen Teil von diesem Ohrring vor. Also habe ich mir gedacht, okay, könnte funktionieren. Dann habe ich diesmal einen Draht genommen, wie ihr hier sehen könnt. Der ist relativ dünn und flutschig, habe mir den dann mit Washi-Tape auf meinem Tisch befestigt, dass mir der nicht dauernd hin und her rutscht. Und dann habe ich jetzt hier doch noch einige orangene Elemente und die lilanen Elemente etwas reduziert, weil mir das doch ein bisschen zu viel vorkam. Als ich das so in meiner Hand halt hatte und das im Ganzen gesehen habe, war mir das doch ein bisschen zu viel des Guten. Es sollte ja schließlich nur so ein kleines Highlight sein, was das Orange und das Lila ein bisschen wieder so aufgreift. Also insbesondere das Orange. Und dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich denn jetzt bitte dieses Ding da an diesen Ohrring dran? Habe ich gedacht, ich nehme mal hier so ein Junk Journal. Dieses ist jetzt eins, wo die Signaturen nicht mit dem Rücken verklebt sind, also wo so ein kleiner Belüftungsschlitz da hinten drin ist. Weiß nicht, wie man das genau nennt. Ihr seht das aber ja hier. Da habe ich erstmal den Ohrring da oben so dran geklemmt, wie der ja später dann auch in so einem Buch drin stecken würde, und habe dann den Draht um den Ohrring gefummelt, was relativ einfach war. Ich hatte vorher versucht, das ohne das Buch zu machen, das hat nicht so gut funktioniert. So konnte ich jetzt genau sehen, wo muss das hin, wie stramm muss ich das festziehen, dass es später genau in der richtigen Position hängt. Dann habe ich mit einer von diesen schwarzen Wollstückchen da oben noch so einen kleinen Ball dran gemacht. Das finde ich immer ganz schön, wenn diese Materialien nicht einfach nur da so runterhängen. Das gibt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Stabilität und es schaut halt einfach irgendwie ein bisschen schöner aus. So hat man jetzt diesen kleinen Ball da oben dran. Ja, weil jetzt dieser Draht auf der Rückseite des Ohrrings natürlich zu sehen war und auch unter diesem Klappmechanismus mir ein bisschen heikel vorkam, habe ich dann noch so ein Stückchen Papier draufgeklebt, dass man das erstens nicht mehr sieht und dass das zweitens wirklich bombenfester hält, habe ich mit Mattmedium festgeklebt, das hält ja für die Ewigkeit. Dann habe ich mich mal an diese kleinen Elemente gemacht, die ein Dingeldangel zu etwas Besonderem machen, und neulich habe ich bei Susanne, hallo Susanne, von Bollenhutart, dieses kleine Trickchen hier gesehen. Die hat ein Stückchen Spitze genommen und hat das so ziehharmonikaförmig auf ihren Dingeldangelfaden aufgezogen. Das versuche ich jetzt hier gerade mit einem Stückchen Seide, was im Übrigen sehr, sehr gut funktioniert hat. Also, liebe Susanne, vielen Dank für diesen Tipp. Und ich finde, das ist auch richtig, wie soll ich sagen, das ist so ein aufwertendes Element. Plötzlich sehen diese Perlen und alles, was man da auffädelt, irgendwie viel interessanter aus, wenn da noch so ein kleines Stückchen oben da so herumschwirrt, wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennt, was das eigentlich ist. Aber es schaut nicht so langweilig aus, als wenn man nur die Perlen auffädeln würde. Diese grünen Glasperlen, also diese, ja,
hellgrünen Glasperlen sind auch von Bibicraft und dieses kleine Seepferdchen auch. Das habe ich jetzt einfach gemixt mit dieser kaputten Kette, die ich hatte. Das war jetzt verhältnismäßig großes Glück, weil diese Farben halt einfach schön zusammengepasst haben. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Trick, wenn man irgendwelche zerbrochenen Schmuckstücke oder so benutzen will, dann gerade bei Ketten oder so hat man es manchmal etwas leichter, wenn man eine Kette nimmt, die schon unterschiedliche Farben hat. Die passen ja dann zusammen. Hat sich ja mal einer Gedanken gemacht, als er diese Kette hergestellt hat. Und so ist es in diesem Fall auch, sodass ich diese ursprünglichen Farben hatte und konnte die eben mit diesem Grün und diesem Patina Türkis von den Bibicraft mischen. Schaut meiner Meinung nach ganz cool aus. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne, dass diese Elemente, also diese harten Elemente, sagen wir mal, aus den Perlen und diesen Metallcharms, sich so ein bisschen harmonisch mischen mit diesem flauschigen Gedöns an dem Tessel. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch ein zweites Element, wo unten dann ein anderes von diesen Charms dranhängt. Und habe das jetzt versucht in der Länge etwas zu variieren, dass das jetzt nicht so hundertprozentig gleich aussieht wie das andere, dass es aber relativ nah an dem anderen dranhängt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich mache das immer ganz gerne so, dass ich diese harten und diese weichen Sachen von diesem Tessel versuche in so eine Harmonie zu bringen. Also zu viel so Gefutzel und flauschiges Zeug ist für mich nicht so passend und zu viel von diesen harten, herunterhängenden Sachen finde ich auch nicht so geil. Also wenn man da so eine schöne Mischung findet, finde ich, schaut das Ganze am Ende wirklich harmonisch aus und ja, gewollt eben, oder? Und hier habe ich mich jetzt für diese kleine Sonne entschieden. Also jetzt vom Motiv her nicht unbedingt so maritim, aber durch die Farben, finde ich, passt das ganz gut dazu. Und ich finde auch, das bildet einen schönen Kontrast zu diesem Seepferdchen. Ist eben nicht ganz so typisch maritim. So schaut das Ganze dann aus. Und so schaut das Ganze dann in diesem Zwischenstadium sozusagen aus. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie sich das in die anderen Materialien einfügt. Ich finde, das schaut eigentlich ganz schön aus. Kommen wir nun zu diesen kleinen Glaskügelchen. Diese sind auch von Bibicraft, wie ihr seht. Haben die unten, ja, unten könnte man das sagen, ja, unten haben die so ein kleines Gefäß, das ist wirklich winzig klein, sodass man sich irgendwas ausdenken muss, was man da reintun kann, was dann wirklich hinterher auch noch schön aussieht und was irgendwie wirkt. Also ihr könnt ja jetzt nicht irgendwelche riesigen Sachen reinstopfen, aber was ganz gut geht, sind die Zahlen von Buchseiten. Warum habe ich das so gemacht? Ich habe mir diese kleinen Schnipsel hier genommen, weil ich dann natürlich auf der Vorder- und der Rückseite dieses Schnipsels diese Zahl habe und es schaut von beiden Seiten schön aus. Wenn ich mir auf der einen Seite einen Buchstaben rausreißen würde und auf der anderen Seite ist gerade ein Loch oder so, also vom Wort, dann habe ich das da vielleicht weiß oder so. Also wisst ihr, was ich meine? So habe ich auf beiden Seiten etwas Interessantes, zwei solche Zahlen. Das schaut ein bisschen edel aus, weil es eben auch ein bisschen so neutral ist. Und trotzdem ist es interessant, wenn man diese Zahlen da drin sieht. Wenn man sowas zum Beispiel zum Geburtstag verschenken möchte, dann könnte man ja auch, wenn jemand zum Beispiel 40 wird, die 39 und die 40 nehmen. Also das wäre zum Beispiel so ein kleiner Gag, was man machen könnte. Wie ihr seht, ist dieses Loch da oben relativ klein. Ihr müsst also, wie gesagt, wirklich was Winziges nehmen, was ihr da reinstecken könnt. Und dann haben die diese Kappen. Die gibt es in diesem Set in Gold und in Silber. Also in diesem Set sind beide Farben vorhanden. Jetzt kann man sich das aussuchen, wie man das macht. Ob man nur eine Farbe nimmt oder beide. Oder ja, kann man mixen oder kann man auch nur eine von beiden auswählen. Ich habe das jetzt hier versucht mit Mattmedium anzukleben. Wie ihr seht, funktioniert das nicht so hundertprozentig. Das dauert sehr lange, bis es getrocknet ist. Wenn es trocken ist, ist es allerdings bombenfest, dann kriegt man das nie wieder da ab. Also ihr braucht ein bisschen Geduld, wenn ihr Mattmedium nehmen wollt. Und ihr braucht vor allen Dingen etwas, wo ihr das so draufstellen könnt, dass das möglichst über Nacht trocknen kann. Was man auch nehmen kann, ist Heißkleber. Dazu sei aber gesagt, nehmt entweder eine Zange, um diese Kappe festzuhalten, oder passt wirklich sehr auf, dass ihr euch da nicht eure Flossen verbrennt, weil diese Kappen aus Metall sind und wenn ihr den Heißkleber auftragt, wird es so heiß, dass ihr das kaum noch festhalten könnt. Aber es ist natürlich dann sofort trocken und ihr könnt es sofort weiterverwerten. Ich hatte jetzt hier noch dieses kleine, wie sagt man denn da auf Deutsch, Paperbed, hier dieses Perle aus Papierstreifen gemacht und habe mir gedacht, das passt ganz gut dazu. Die hatte ich vor Ewigkeiten mal gemacht und weil das relativ aufwendig ist, habe ich mich irgendwie nie getraut, die zu benutzen. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wie ihr hier seht, wo ich dachte, das passt ganz gut mit dieser Optik auf dieser kleinen Papierperle und dieser Zahl auf diesem Papierschnipselchen da. Ja, so sieht das jetzt aus. Und integriert in das Tessel schaut das jetzt momentan mal so aus. Ich habe die jetzt alle
in der Länge ein bisschen variiert, diese harten Elemente, sage ich jetzt mal, also mit diesen Charms und den Perlen, das sind für mich die harten Elemente, sodass das ein bisschen interessanter aussieht. Dann habe ich gedacht, dieses Orange könnte man, also dieses Orange aus dem Ohrring, könnte man aufgreifen durch eine verrostete Büroklammer. Diese hier habe ich mal in einer Happy Mail bekommen. Nochmals vielen, vielen Dank. Ich habe mich da super drüber gefreut. Und ja, die sind einfach total geil. Also schaut euch mal bitte an, wie dieses Orange zu diesen Glasperlen passt und vor allen Dingen zu dem Gold. Also wenn das keine geile Kombination ist, weiß ich es auch nicht. Ich habe trotzdem das Silber, diese kleinen silbernen Perlen noch damit reingenommen, damit das Ganze einfach irgendwie so ein bisschen harmonisch aussieht. Und ist ja auch ein Junk Journal Tessel Dingeldangel, also kann man machen, was man will. Wenn man das jetzt an eine Spitze zum Beispiel dran machen will, so wie ich das hier tue, wenn ihr das machen wollt, passt bitte auf, dass ihr die Enden von der Büroklammer so befestigt, dass man sich daran nicht verletzen kann. Ich weiß, man schläft da nicht drauf, auch weil manche Leute das gerne tun würden, aber man sollte ja nicht, wenn man das in die Hand nimmt, sich da irgendwie den Finger verletzen, wenn man das ja berührt oder so. Also das dauert etwas, bis man das da so hingefummelt hat. Es funktioniert aber ganz gut. Ja, und das war's auch schon. Im Ganzen schaut das dann so aus. Ich habe euch hier mal ein paar detailliertere Fotos gemacht. Ich finde, das schaut so wunderschön aus. Und wenn das hinten an diesem Buch hängt, das ist einfach ein richtiges Highlight für so ein Buch. Wenn ihr Lust bekommen habt, das nachzumachen, wünsche ich euch viel, viel Freude damit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert bitte gerne diesen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und ja, viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß mit euren eigenen Tessels. Wenn ihr wollt, zeigt mir doch gerne Bilder auf Instagram oder in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Alle Links befinden sich unten in der Infobox, selbstverständlich auch die Links zu diesen Produkten, die ich hier verwendet habe, die ihr in BB Crafts Online-Shop finden könnt. Viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.